Sind wir gleich auf der Hörnli-Hütte. Gut. Boom. So Leute, also willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hinter mir der Max, der die Kamera hält. Dankeschön dafür. Ja, jetzt packen wir einen Rucksack für eine Matterhorn-Tagestour. Es liegt jetzt alles hier, was wir brauchen, um die 5 Kilo. Super leicht. Ich möchte euch hier kurz erklären, was los ist. Vielleicht fangen wir mit der Bekleidung einfach an. Und zwar Merino-Socken von CP. Super gut, schauen, dass es keine Falten gibt. Der Schuh vom Tal bis zum Gipfel ist der Rivaltech UD. Eine super Wahl, Kategorie B bis C, bedingt steigeisenfest. Wirklich ein ganz toller Schuh. Dann habe ich jetzt hier im Aufstieg ein Stirnband, weil ich meistens sehr stark schwitze am Kopf. Und morgen im Aufstieg ein dünnes Synthetik-Shirt. Außerdem am Körper eine Leggings, die habe ich dann an bis zum Gipfel, hält schön warm. Wenn ich dann bei der Hörnli-Hütte angekommen bin, wechsle ich auf Merino, dass ich was Trockenes am Körper habe. Und dann geht es hiermit weiter. Wenn es kälter werden sollte, habe ich hier einen Wetterschutz. Das ist meine 2,5-lagige Gore-Tex-Jacke, auch mit Kapuze, helmfähig, super gut geeignet. Und wenn es mal richtig kalt werden sollte, dann habe ich hier meine Isolationsjacke. Das ist jetzt Polartec Alpha, ist völlig ausreichend. Auch unter die Hardshelljacke anziehen, dann ist das tipptopp. Und für die Kletterei am Hörnli-Grat, da habe ich jetzt hier von Mountain Equipment Handschuhe. Die sind sehr robust, funktioniert wunderbar. Und wenn es dann doch mal kälter werden sollte, weiter oben, Primaloft Handschuhe. Und auch ganz wichtig noch hier ein Buff. Das kann ich entweder für den Kopf nehmen, unterm Helm oder halt für den Hals, je nachdem. Oder am Handgelenk tragen für den Schweiß. Das solltet ihr auch mit dabei haben. Das war jetzt die Bekleidung und jetzt gehen wir ganz kurz zum Equipment. Also wenn ihr so wie wir beide zügig unterwegs seid und habt nur eine Redline dabei zum Sichern, dann ist es jetzt hier eine statische Leine, 30 Meter, ungefähr 680 Gramm. Das ist der Cura Slide, ein ultraleichter Klettergurt, wiegt nicht viel. Das ist jetzt das Sicherheitsequipment. Da habe ich einmal den Petzl Reverso, 2 normale HMS-Karabiner, eine Selbstsicherungsschlinge und einmal für einen Brusiknoten einen Schnapper. Dann weiter oben Eispickel. Das ist der Ice Rock, der Idol, der leichteste Eispickel auf dem Markt, 181 Gramm etwa. Dann sicherheitstechnisch Erste Hilfe mit Biwaksack drin, mit Wärmepads und Rettungsdecke, ist alles komplett, wiegt nicht viel. Ansonsten für die Höhe oder Verletzungen Schmerztabletten, ansonsten Sonnencreme, Toilettenpapier, was man halt so braucht. Zum Thema Nahrung habe ich jetzt hier 2 Riegel, ungefähr einen ab der Hörnli-Hütte, zwischendurch nochmal einen. Wenn es mal irgendwie eng werden sollte von der Power, habe ich ein Gel und diese Power Shots einfach als Reserve. Vielleicht ab der Biwakschachtel nochmal eins nehmen. Ansonsten ein Filter von BeFree, da kann man auf der Hörnli-Hütte nochmal unter das Waschbecken gehen, auffüllen und filtern. Beziehungsweise ich habe die Trinkblase mit 1,5 Liter Wasser voll, Elektrolyten rein, dass man einfach mehr Power hat. Zur Sicherheit eine GPS-Uhr mit einem GPX-Track vom Hörnli-Grat drauf, der auch gut funktioniert. Für mich als YouTuber 2 Akkus, die GoPro und wenn es dunkel ist, die Petzl Swift mit 900 Lumen. Ansonsten zur Sicherheit noch das Mobiltelefon, Bargeld und EC-Karte, Autoschlüssel ausreichend einfach an den Rucksack dranhängen. Da wir im alpinen Gelände unterwegs sind in der Höhe, eine Sonnenbrille Kategorie 2 bis 4. Und wenn ihr die Sonnenbrille nicht von vornherein am Kopf haben wollt, ihr könnt auch theoretisch die einfach irgendwo in so ein Case reinmachen. Dann ist die davor geschützt, kaputt zu gehen. Steinschlaghelm, Sirocco 2, super leichter Kletterhelm. Wenn wir vom Tal aus gehen, leichte Carbonstöcke zum Falten. Die schmeißen wir dann bei der Hörnli-Hütte einfach drunter, dass wir die nicht hochnehmen müssen bis zum Gipfel. Und wenn es oben eisig werden sollte, habe ich noch hier die Petzl Urbis Hybrid.
Vorne Stahl, hinten Alu, mit Dyneema verbunden, super leicht, völlig ausreichend für die Schuhe. Und der Rucksack, weit unter 400 Gramm, der Black Diamond Blitz 20, bekomme ich alles ganz easy rein, ist super leicht, simpel, reinstopfen und fertig. Erste Hilfe, unten rein, die Tabletten, die Akkus, kommen jetzt hier rein. Mobiltelefon in die Innentasche, dass es schön warm bleibt, genauso wie EC-Karte, den Autoschlüssel, den klippe ich hier dran, dass der nicht abhaut. Dann das kommt jetzt hier rein. Die Steigeisen brauchen wir erst am Ende. So. Das höchste Gewicht nach unten. Das kann man auch die Redline noch hier reinmachen. Das Equipment einfach rein. Das hier rein. Riegel rein. Den ersten Riegel mache ich hier rein, falls ich den esse. Sonnenbrillen rein. Pickel. Außen befestigt. Den mache ich hier rein. Das kommt auch noch rein. Die ist am Kopf in der Früh. Die haben wir am Körper. Und der Kletterhelm, den kann man jetzt verkehrt rum einfach hier reinlegen. Und wie euch eben schon gesagt, Isolation, die Handschuhe, die Hardshelljacke, das Ersatzshirt, so, das Buff und die Kletterhandschuhe. So. Und der ganze Rest, die GoPro, ist am Körper, das ist am Körper und das war's im Endeffekt. Das ist der Matterhorn-Rucksack, ungefähr 5 Kilo schwer, super kompakt am Körper und alles, was wir brauchen. Viel Spaß am Berg!